savior, and I'm not a saint. The man with the answers I certainly ain't. I wouldn't tell you what's right or what's wrong. I'm just a singer of songs. Ein Ausschnitt aus dem heutigen Song Singer of Songs. Was hat Johnny Cash, der Singer of Songs, mit George Washington gemeinsam? Nun, beide stehen als Statue im US-Kapitol in Washington. Wie es dazu kam, erzähle ich in meinem heutigen Video und im Anschluss präsentiere ich den kompletten Song Singer of Songs. Wie immer kannst du mit der Kapitelmarkierung hier unten direkt zum Song springen. Ich freue mich aber, wenn du dran bleibst. Willkommen zu Memories of Johnny. Ich bin Thomas und gleich nach dem kurzen Intro geht's los. Hello, I'm Johnny Cash. Am 24. September 2024 wurde die Statue von Johnny Cash feierlich enthüllt. Sie steht in der National Statuary Hall im US-Kapitol in Washington. Er ist der erste und bisher einzige Country-Sänger, dem diese für Amerikaner höchstmögliche Ehre zuteil wurde. Neben ihm stehen nur noch 37 weitere Statuen in der Halle, darunter Namen wie George Washington, Dwight D. Eisenhower, Robert Livingston, Thomas Edison und noch einige andere, die sich für das Amerika eingesetzt und sich dadurch einen Namen verdient haben. Jeder Bundesstaat hat das Vorschlagsrecht für bis zu maximal 2 Menschen aus diesem Staat. Und bis Anfang der 90er Jahre standen noch alle etwa 100 Statuen komplett in dieser Halle. Sie wurde schließlich irgendwann zu voll und die Ausstellung wurde aufgeteilt. Die National Statuary Hall gehört zu den meistbesuchten Räumen im Kapitol. Täglich gehen mehrere hundert Touristen ein und aus. Der Bundesstaat Arkansas, in dem Johnny Cash geboren wurde, hat bereits 2019 beschlossen, ihre beiden bisherigen Statuen zu ersetzen. Die bisherigen Statuen waren umstritten, weil es sich bei den Personen um Konföderationssympathisanten und um Befürworter der Rassentrennung gehandelt hat. Die beiden neuen Statuen waren dann eine Bürgerrechtsaktivistin, Daisy Bates, und Johnny Cash. So sieht seine Statue aus. Hier blende ich das Foto ein. Auf dem Rücken die Gitarre, in der rechten Hand eine Bibel. Die Aufschrift vorne lautet Johnny Cash, Singer, Songwriter, Artist, Humanitarian, also Sänger, Songschreiber, Künstler, Mensch. Seitlich steht eine Passage aus seinem Song Man in Black, sowie ein Zitat übersetzt: Ihr werdet euer Leben lang mit einer Wahl konfrontiert sein. Ihr könnt zwischen Liebe und Hass wählen. Ich wähle Liebe. Zur feierlichen Enthüllung waren etwa 100 Gäste vertreten, darunter auch seine Tochter Rosanne Cash. Ihre Worte möchte ich hier zitieren, weil ich glaube, besser kann man es eigentlich gar nicht ausdrücken. Worte können nicht annähernd unseren Stolz darüber ausdrücken, dass meinem Vater so ein einzigartiges Privileg zuteil wurde. Ich passe seit seinem Tod auf, ihm keine Worte in den Mund zu legen. Heute jedoch kann ich mit Sicherheit sagen, dass er diese von allen Ehrungen und Auszeichnungen, die er zu Lebzeiten erhalten hat, als die höchste empfunden hätte. Er liebte die Idee von Amerika als Ort der Träume und Zuflucht, der Freiheit und des Wunders. Er war ein unvollkommener, aber zutiefst bescheidener, gütiger und mitfühlender Mann, der alle liebte, die litten. Zitat Ende. Eine Sprecherin des Repräsentantenhauses sagte, ich zitiere ebenfalls, Johnny Cash ist die perfekte Wahl für diese Ehrung. Er war ein Mann, der den amerikanischen Geist verkörpert hat, wie nur wenige andere. Zitat Ende. Wer war dieser Johnny Cash als Mann, als Persönlichkeit, als Musiker und Mensch? Es gibt keine kurze Antwort auf diese Frage. Selbst sein Sohn John Carter Cash hat mal gesagt,
dass er ziemlich viel von seinem Vater weiß, aber ihn wohl niemals ganz verstehen werde. In meinen Biografievideos möchte ich versuchen, mich Stück für Stück einer Antwort zu nähern. Ich glaube, dass man seine Musik besser versteht, wenn man sein Leben kennt. In dem heutigen Song beschreibt Cash sich selber, seine Eigenschaften, seine Ziele, seine Möglichkeiten, vor allem aber, was er nicht ist. Ich bin kein Heiliger, kein Prophet, ich bin kein weiser Mann, ich bin nur ein Sänger von Songs. So heißt es übersetzt und so klingt er. I'm not a savior and I'm not a saint. The man with the answers I certainly ain't. I wouldn't tell you what's right or what's wrong. I'm just a singer of songs. But I can take you for a walk along a little country stream. I can make you see through lovers' eyes and understand their dreams. I can help to hear a baby's love and feel the joy it brings. Yes, I can do it with the songs that I sing. I'm not a prophet and I'm not a priest. I'm not a wise man who's come from the east. I wouldn't tell you what's right or what's wrong. I'm just a singer of songs. But I can take you to a city where a man was crucified. I can tell you how he lived and I can tell you how he died. I can help proclaim his glory of this mighty King of Kings. Yes, I can do it with the songs I sing. I'm not a great man, I don't claim to be, but when I meet my maker and he questions me, I won't hang my head, I'll stand proud and strong and say I was a singer, Lord, I was a singer, yes, I was a singer of songs. So, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns in meiner nächsten Story wieder. In meinen kommenden Videos stelle ich nach und nach einzeln die musikalischen Wurzeln, Freunde und Wegbegleiter von Cash vor. Als erstes habe ich den Singing Brakeman, den singenden Eisenbahnbremser Jimmy Rogers ausgewählt, eines der ganz, ganz großen Vorbilder von Johnny Cash. Dazu präsentiere ich den Song Waiting for the Train und bis dahin sage ich Tschüss und bleibt gesund.